Vorsprung durch Technik, dieser Slogan machte Audi zur Legende. Doch 2023 verkaufte Tesla mehr Elektrofahrzeuge in einem einzigen Quartal als Audi im gesamten Jahr. Während chinesische Hersteller wie BYD ihre Softwarearchitektur in 18 Monaten komplett erneuern, braucht Ingolstadt dafür 5 Jahre. Der Premium-Hersteller, der einst mit Quattro-Antrieb und Aluminiumkarosserie die Branche revolutionierte, kämpft heute gegen ein Problem, von dem sich nur wenige Unternehmen erholen: technologische Irrelevanz. Wie konnte es so weit kommen? Wann ging der Vorsprung verloren? Und warum hat Audi ihn bis heute nicht zurückgewonnen? For us at Audi, we have to courageously drive progress in order to shape future mobility. Experience a new era of electric by Audi. Honoring the past, celebrating the present, challenging the future. 50 years of Vorsprung durch Technik. Der verlorene Vorsprung begann nicht mit einem dramatischen Moment. Er verschwand schleichend, während Audi zusah. 1980 prägte Audi einen Slogan, der zur DNA wurde. Vorsprung durch Technik. Quattro-Allradantrieb, Leichtbau Aluminium, TDI Diesel. Jahrzehntelang definierte Audi, was Premium bedeutet. Das Versprechen war klar: wer Audi kauft, kauft Zukunft. 2024 sieht diese Zukunft anders aus. Tesla Model S erhält im Durchschnitt alle 30 Tage ein Software-Update. Neue Funktionen, Leistungsverbesserungen, Fehlerbeseitigungen, over the air, während der Besitzer schläft. Mercedes EQS, alle 52 Tage. BMW iX, alle 61 Tage. Audi e-tron, alle 120 Tage. Gleiche Premiumklasse, gleicher Kundenstamm, völlig unterschiedliche Philosophie. Während die Konkurrenz Autos wie Smartphones behandelt, bleibt Audi der alten Welt verhaftet. Ein Auto verlässt das Werk fertig, Updates sind Ausnahmen, keine Regel. Die Konsequenzen zeigen sich an der Ladestation. Der e-tron GT benötigt 22 Minuten für 80% Ladung. Porsche Taycan, gleiche Plattform, gleiche Batterie, 18 Minuten. Der Unterschied liegt in der Softwareoptimierung. Ein ehemaliger Audi-Ingenieur brachte es auf den Punkt: wir haben die beste Hardware gebaut und die mittelmäßigste Software darauf laufen lassen. Der Vorsprung wurde zu Rückstand. Wenn dich interessiert, warum große Konzerne trotz Milliardeninvestitionen technologisch ins Hintertreffen geraten und was das über die Zukunft der gesamten Autoindustrie sagt, dann abonnier den Kanal. Denn jetzt geht es um den Punkt, an dem Audis Probleme sichtbar werden. Technik allein reicht nicht mehr. Software ist das neue Schlachtfeld. Und dort verliert Audi jeden Tag ein bisschen mehr Boden. Das digitale Versagen manifestierte sich in 2021 auf brutale Weise. Audi präsentierte ein Touch-Response-System in seiner 3. Ausbaustufe. Reaktionszeit durch durchschnittlich 1,8 Sekunden. Tesla Model 3 0,3 Sekunden. BMW eDrive 0,5 Sekunden. Die Kunden bemerkten es sofort. Foren füllten sich mit Beschwerden. Touchscreen-Verzögerungen, eingefrorene Displays, Navigationssysteme, die mitten in der Fahrt neu starteten. Ein Audi e-tron-Besitzer formulierte es präzise: ich habe 75.000 € für ein Auto bezahlt, das sich anfühlt wie ein Smartphone von 2010. Die Zahlen offenbarten das Ausmaß des Problems. Teslas Software-Team: über 8.000 Ingenieure. Mercedes investierte ab 2020 jährlich 2 Milliarden € in Softwareentwicklung. BMW baute ein eigenes Operating-System mit 5.000 Entwicklern. Audi setzte auf CARIAD. Die Volkswagen-Konzernsoftware sollte die Lösung sein. Gegründet 2020
Ziel: eine einheitliche Softwareplattform für alle Marken. Budget 7 Milliarden Euro. Zeitplan aggressiv. Ergebnis katastrophal. CARIAD lieferte verspätet. Porsche Macan Electric verschoben. Audi Q6 e-tron verschoben. Bentley Elektromodelle verschoben. Die Software, die alles vereinfachen sollte, lähmte den gesamten Konzern. 2024 kam die Kapitulation. Audi kündigte an, für zukünftige Modelle teilweise auf externe Partner zu setzen. Die Software-First-Strategie wurde zu Software-Notlösung. Ein CARIAD-Manager, der anonym bleiben wollte, beschrieb die Realität ungeschönt. Wir haben versucht, in 5 Jahren nachzuholen, wofür Tesla 15 Jahre hatte. Mit Konzernstrukturen, die für Hardware optimiert waren. Die Konkurrenz wartete nicht. Mercedes präsentierte M-Bucks Hyperscreen mit KI, gestützter Personalisierung. BMW integrierte Amazon Alexa nativ. Tesla rollte Full Self-Driving Beta aus. Unfertig, kontrovers, aber verfügbar. Audi kämpfte noch immer mit grundlegenden Stabilitätsproblemen. Der technologische Vorsprung wurde zu digitalem Rückstand. Hardware-Exzellenz bedeutete nichts mehr, wenn die Software versagte. Und die Software versagte konstant. Die verpasste Revolution begann mit einem Versprechen, das Audi nicht halten konnte. 2018 präsentierte Audi den e-tron, der erste vollelektrische Audi, gebaut auf einer adaptierten Verbrennerplattform. Reichweite 416 Kilometer nach WLTP. Tesla Model X, noch gleiches Jahr, 565 Kilometer. Der Rückstand war von Anfang an sichtbar. Die Lösung sollte PPE sein, Premium-Plattform Electric. Angekündigt 2020 als dedizierte Elektroarchitektur, entwickelt gemeinsam mit Porsche. 800 Volt Ladetechnik, über 500 Kilometer Reichweite, Markteinführung 2023. 2023 kam die PPE-Plattform nicht. Audi verschob auf 2024, dann auf 2025. Jede Verzögerung kostete Marktanteile. Mercedes brachte den EQS mit 670 Kilometern Reichweite, BMW den iX mit 630 Kilometern, beide auf eigenen Elektroplattformen, beide pünktlich. Die Zahlen dokumentierten das Scheitern. 2023 verkaufte Audi 179.000 Elektrofahrzeuge weltweit. BMW 225.000, Mercedes 214.000, gleiche Premiumklasse, gleiche Zielgruppe, völlig unterschiedliche Akzeptanz. Ein Audi-Händler beschrieb die Realität ungeschönt. Kunden kommen rein, interessieren sich für den e-tron, fragen nach der Reichweite und gehen rüber zu BMW. Die PPE-Verzögerung wurde zu einem Problem, von dem sich Premium-Hersteller selten erholen. Während Audi wartete, definierte die Konkurrenz neu, was elektrischer Luxus bedeutet. Die Revolution fand statt, nur ohne Audi. Das Tempoproblem offenbarte sich in einem simplen Vergleich der Entwicklungszyklen. Tesla benötigt durchschnittlich 28 Monate von der Konzeptphase bis zur Markteinführung. BMW 46 Monate. Mercedes 42 Monate. Audi 64 Monate. Gleiche Industrie, gleiche Komplexität, doppelte Zeit. Die Ursache lag in den Entscheidungsstrukturen. Jede Innovation durchlief bei Audi 7 Freigabestufen. Vorstand, Entwicklung, Produktion, Einkauf, Qualität, Controlling, Konzernabstimmung. Jede Stufe mit Vetorecht, jede Stufe mit eigenen Prioritäten. Ein Produktmanager beschrieb den Prozess präzise: Bis eine gute Idee genehmigt ist, hat die Konkurrenz sie bereits im Showroom. Tesla entscheidet in Wochen, Audi in Quartalen. Mercedes straffe seine Prozesse 2021 radikal, Entscheidungswege wurden halbiert. BMW führte agile Entwicklungsteams ein. Audi diskutierte noch über Zuständigkeiten. Während die Automobilindustrie zur Softwareindustrie wurde, behielt Audi Hardware-Geschwindigkeit bei. Das Tempoproblem wurde zur strukturellen Lähmung. Die Konkurrenz zog davon, während Audi zusah. BMW investierte 2022 10 Milliarden Euro in Elektromobilität und Digitalisierung. Mercedes kündigte 8 neue Elektroplattformen bis 2029 an, beide mit eigenen Betriebssystemen, beide mit aggressiven Markteinführungsplänen. Tesla produzierte 2023 1,8 Millionen Fahrzeuge. Marktanteil im Premium-Elektrosegment 41%, Audi 9%, dann kamen die Chinesen. BYD
BYD verkaufte 2023 über 3 Millionen Elektrofahrzeuge weltweit. NIO expandierte nach Europa mit Batteriewechseltechnologie in 3 Minuten. XPeng präsentierte autonomes Fahren Level 3, serienreif, verfügbar, günstiger als deutsche Premium-Konkurrenz. Zahlen dokumentierten eine Verschiebung der Machtverhältnisse. Chinas Anteil am globalen Elektroautomarkt 60%, Europas Anteil 25%. Audis Heimatmarkt wurde zum Schlachtfeld. Gleiche Technologie, niedrigere Preise, schnellere Innovation. Die Bedrohung kam nicht mehr nur aus Kalifornien, sie kam aus Shenzhen, aus Shanghai, aus einer Industrie, die keine Legacy-Systeme mitschleppte. Der Kulturkampf statt Innovation offenbarte die wahre Ursache hinter allen Zahlen. Das Problem war nie die Technologie. Audi beschäftigte über 90.000 hochqualifizierte Ingenieure. Budget ausreichend, Ressourcen vorhanden. Was fehlte, war die Mentalität. Tesla lancierte Beta-Software mit bekannten Fehlern. Iteration über Perfektion. Audi wartete, testete, validierte, bis jedes Detail stimmte, bis die Konkurrenz 3 Generationen weiter war. Ein ehemaliger Entwicklungsleiter brachte es auf den Punkt. Wir hatten Angst, einen Fehler zu machen. Tesla hatte Angst, zu langsam zu sein. Risikoaversion wurde zur Lähmung, Perfektionismus zur Ausrede, Systemträgheit zur Unternehmenskultur. Die Erkenntnis kam spät, im digitalen Zeitalter gewinnt nicht der Beste, sondern der Schnellste. Nicht der Fehlerfreie, sondern der Lernfähige. Vorsprung durch Technik funktionierte in einer Welt, wo Hardware dominierte. In einer Welt, wo Software regiert, braucht es Vorsprung durch Geschwindigkeit. Audi hatte auf eine Vision gesetzt, die nicht ankam. Die Konkurrenz setzte auf Execution. Die Zahlen zeigten, wer gewann. Wenn du diese Entwicklung weiterverfolgen willst, findest du in der Playlist die nächsten Analysen. Und wenn dich wirtschaftliche und technologische Zusammenhänge interessieren, abonniere den Kanal.